Das Klima wandelt sich rasant. Die Landwirtschaft ist von den zunehmenden Wetterextremen betroffen. Sie muss aber auch ihre Emissionen senken. An den Climate Farm Demo Feldtagen zeigen Betriebe in Niedersachsen, wie sie dem Klimawandel begegnen. Das Klima, es ändert sich und wir als Landwirte sind einfach gefordert, uns dem anzupassen und das Beste daraus zu ziehen. Was früher undenkbar schien, wird heute Realität. Betriebe wie der von Holger Meyer-Borcherding experimentieren mit Soja und Sonnenblumen, um auf die zunehmende Frühjahrstrockenheit zu reagieren. Am Harzrand geht man sogar noch einen Schritt weiter. Weinbau als Anpassung ans Klima. Die Klimastrategie unseres Betriebes beruht darauf, nach Biolandrichtlinien zu wirtschaften und natürlich auch Kulturen ausprobiert werden, die sich hier besser wohlfühlen, gerade unter den klimatisch veränderten Bedingungen. Und der Weinbau ist da auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem Betrieb. Doch es geht nicht nur um neue Kulturen, sondern auch um neue Anbausysteme. Beim System Vitiforst auf dem Tutzhof spenden Obstbäume den Reben Schatten und fördern die Biodiversität. Hier entsteht Widerstandsfähigkeit durch Vielfalt. Wie erreichen die Betriebe Klimaresilienz? Hier zeigen sich unterschiedliche Ansätze. Der Biohof Alte setzt auf technische Innovationen wie solargetriebene Agrarroboter, um Diesel und CO2 einzusparen. Den Energieeinsatz auf dem Acker zu reduzieren, also sprich Diesel zu sparen, das ist natürlich eine echte Herausforderung. Und da haben wir zum Beispiel unsere Jeteflieger, die sind alle solargetrieben und eben der Farmdruid, der auch letztendlich energieautark auf dem Acker unterwegs ist. Demgegenüber steht das ÖQ-System auf dem Hof Luna. Statt auf Roboter setzt Wilhelm Bertram seit 40 Jahren auf die Zucht von Milchkühen, die sich an die wechselnden Umweltbedingungen problemlos anpassen können. Mit dem ÖQ-System sind wir etwas unabhängiger geworden und können dem Klimawandel etwas besser begegnen, weil die Kühe zusammen mit der Landschaft entwickelt und gezüchtet wurden und halt auch widerstandsfähiger einfach sind als Hochleistungsrassen. Egal ob Hightech oder Tradition, alles steht und fällt mit dem Boden. Moritz Reimer begegnet der zunehmenden Trockenheit im Wasserschutzgebiet, indem er möglichst auf den Pflug verzichtet und seine Böden dauerhaft bedeckt hält. Klimaangepasste Fruchtfolge bedeutet für mich, Kulturen auszuwählen und in einen sinnvollen Kontext miteinander zu stellen, die mit den veränderten Klimabedingungen besser klarkommen. Auf dem Marienhof und dem Hof Penck wird der Boden zur Kohlenstoffsenke. Durch Fruchtfolgen mit viel Kleegras und Leguminosen wird Stickstoff biologisch gebunden und Humus aufgebaut. Nicht nur im Acker, sondern auch im Gemüsebau. Was wir viel machen, ist, dass wir Ackerbohnen anbauen als Vorfrucht. Und die macht hinterher einen ganz tollen Boden, wo unser Gemüse super drauf wächst. Insgesamt sind die Zwischenfrüchte das Ideale, um das Ökosystem Erde zu stabilisieren und zum Positiven zu entwickeln. Aufs Kleegras bezogen glaube ich, dass wir eine sehr gute Klimawirkung haben. Ich habe mal eine Zahl gehört, dass pro Hektar Kleegras ungefähr 50 Tonnen CO2 pro Jahr gespeichert werden. Die Tierhaltung stellt aufgrund der Methanemissionen wohl den größten Zielkonflikt in der landwirtschaftlichen Klimadebatte dar. Was mich wirklich überrascht und schockiert hat gleichzeitig, ist, dass eigentlich alles egal ist, weil das Schlimmste, was wir hier machen, klimatechnisch, ist die Tierhaltung. Also die Kuh ist der absolute Klimakiller, wenn man das jetzt mal so plakativ darstellen will. Martin Becker plant deshalb eine Biogasanlage. Damit lassen sich die Emissionen reduzieren. Aber man braucht sich da nichts vorzumachen. Wir haben irgendwo 200 Hektar absolutes Grünland hier. Und wenn wir als Menschen weiterhin diese Fläche für uns nutzen wollen, kommen wir natürlich an Wiederkäuern nicht vorbei. Und da haben wir eben das Thema Lachgasemissionen. Das ist einfach so. Die Rinder nutzen also Grünland, das als Ackerland unbrauchbar ist. Sie fördern durch ihren Tritt und Dung zudem den Humusaufbau im Dauergrünland. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass Grünland eben auch beweidet wird und nicht nur die Tiere im Stall gehalten werden. In der Debatte Landwirtschaft und Klima gibt es nicht die eine Lösung, sondern eine Vielzahl angepasster Strategien. Von der Energieautarkie durch Photovoltaik über soziale Nachhaltigkeit bis hin zur Erhaltung alter Rassen.
Aber die Betriebe von Climate Farm Demo zeigen auch, Klimaschutz ist nie nur Selbstzweck. Für mich war die Bearbeitung der 3 Nachhaltigkeitskriterien ökologisch, ökonomisch und sozial von vornherein extrem wichtig. Und weshalb beteiligen sich die Landwirte am Climate Farm Demo Projekt? Weil ich es einfach super spannend finde, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Das ist ja dann auch egal, ob ökologisch, konventionell, regenerativ. Wir ziehen ja dann letztendlich alle an einem Strang. In diesen Austauschformaten habe ich festgestellt, am meisten zu lernen und am meisten mitnehmen zu können. Wenn man da neugierig bleibt und sich immer bewegt, dann kann man den Herausforderungen getrost gegenüberstehen und sich anpassen und nicht den Kopf in den Sand stecken.